Meine Geschichte ist eigentlich, übertrieben gesagt, fast wie aus dem Bilderbuch. Ich habe wirklich ganz viele Ideen, bin nur vom Umsetzen her nicht so die stärkste Persönlichkeit. Mir ist es halt so, ich bin halt wirklich Vollblut-Schrauber. Dieses Auto waren wirklich 10 Jahre von meinem Leben. Ich glaube, ich habe in Summe knapp 40 Mal einen Motorangel ausgebaut. Also am Schluss war fast alles aus Carbon. Mir hat ein Vögelchen geflüstert, dass du auch heute noch so ein richtiger eBay-Kleinanzeigen-Nerd bist. What's up, guys? It's time for another car talk. We're back here at Brabus HQ, and I am super happy today to have a guest that is an absolute expert when it comes to all things tuning and building custom cars. He's built in 1986, and actually I thought when I met him today that he'd been at our headquarters for a few times, which indeed, just another day at Brabus HQ, which indeed, he hasn't. It's his first time here, and I'm super happy that we get to do a tour through Bottrop, through my hometown. Our guest today is Philipp Kess. Philipp, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir fahren heute was ganz Besonderes. Habe ich schon gesehen. Genau. Ganz dezent fahren wir heute. Ganz dezent durch Bottrop. Und knackfrisch sozusagen. Unseren P900, die Performance-Variante vom XLP. Ich freue mich. Und ich habe gedacht, wir fahren einfach mal ein bisschen durch Bottrop, denn du bist ja das erste Mal da. Tatsächlich wirklich das allererste Mal hier. Und dann kann ich dir ein bisschen zeigen, wo das alles hierher kommt. Ich habe auch tatsächlich auf der Karte geguckt, wo es überhaupt liegt im Ruhrpott so. Ne? Ich wusste zwar Bottrop. Die Antwort ist einfach mittendrin. Es ist eine coole Stadt. Ich bin ein riesen Fan von Bottrop, ein riesen Fan vom Ruhrgebiet. Aber das gucken wir uns jetzt im Detail an. Let's go. Läufst du, Cedric? Ist das hier krumm oder nicht krumm? Mal hier so mal gerade. Erstmal ein bisschen rein hier hin und erstmal. Könnte ich auch gut. Könnte vielleicht noch ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen dunkler. Es sieht ganz schön hell aus. Also, warum machen wir das alles hier? Car Talk heißt in dem Fall ja hier bei uns nicht ein Talk übers Auto, sondern Talk im Auto. Wir laden regelmäßig Gäste ein, zu denen wir eine Verbindung haben. Und dann kommen immer Leute und sagen, ja, warum macht denn der das jetzt? Social Media, ist das jetzt Freizeit oder was? Und natürlich ist das nicht Freizeit, sondern Teil meines Jobs ist es ja, Kreativität und Neues auch in die Company reinzubringen. Und diese Kreativität finde ich meistens nicht, wenn ich in der Soße rumschwimme, in der wir sowieso schon jeden Tag rumschwimmen. Also in der eigenen Bubble passiert Neues eigentlich quasi nie. Bin ich 1:1 bei dir. Ne? Auch der Grund, warum ich wirklich schon ein paar Videos von dir, euch immer geschaut habe. Unter anderem muss ich erstmal noch einmal meinen Respekt aussprechen, eure Signature Night. Weil die Orga dahinter und auch die beiden Videoteile war schon, also einmal das Event an sich, Inhalt keine Frage, die ganzen Autos und so weiter, aber auch die ganze Idee von dem Event und auch das Event. Hast du schon mal, okay, das ist jetzt eine ernsthafte Frage und alles, was ich mir an Fragen überlegt habe, fliegt schon wieder gerade aus dem Fenster, ich merke schon. Hast du schon mal eine Fashion Show für Autos gesehen vorher? Nee. Ich nämlich auch nicht. Ich erzähle jetzt seit 5-6 Monaten von dem Event und sage immer, warum macht niemand eine Fashion Show für Autos? Wir waren natürlich auf Tausende, genau wie du, auf Tausenden Automessen. Und das große Problem daran, dass du Autos nicht in Bewegung sehen kannst. Also so wie sie eigentlich... Und ein Auto sieht in Bewegung immer ganz anders aus. Als wenn es steht. Beste Beispiel dafür ist ein Foto von einem Auto. Richtig. Wenn das Auto steht oder einfach nur rollt. Gleich ganz anderes Foto. Oder? Und ich finde, tolle Karosserie, tolle Materialien, vielleicht auch einen guten Klang zu erleben, bedeutet ja eigentlich, dass ein Auto langsam an dir vorbeirollt. Und ich habe mir immer verschiedene Fashion-Shows angeschaut und habe immer gedacht, warum macht das denn keiner? Heute weiß ich warum. Weil das verdammt kompliziert ist. Wie lange habt ihr daran gesessen? Also von dem ersten Gedankengang so, also jetzt nicht der Gedankengang, ich will das mal machen, sondern so, jetzt gehen wir an, jetzt setzen wir uns da Ziele für. Irgendwann kommt so ein Funke auf, irgendwann hast du die Idee und dann gehst du ein paar Jahre damit schwanger. Und dann sprichst du irgendwann mal drüber. Und dann gibt es den Moment, wo dann ganz viele Menschen Bedenken durch die Gegend tragen oder auch einfach direkt sagen, dass du einen Vogel hast. Ich habe mit der Zeit gelernt, dieser Stimme zuzuhören. Oder den ganzen Zweiflern nicht so sehr zuzuhören wie der Stimme in mir drin, die mir sagt, das ist doch gar keine doofe Idee. Weil es ja so total einfach ist. Wenn ich jetzt vor 5 Jahren zu dir gekommen wäre und gesagt habe, Mensch Philipp, super, wir machen eine Fashion Show und machen einen Runway oder einen Catwalk und da fahren dann Autos drüber. Dann wäre es ja für dich total easy gewesen, zu sagen, ach Gott, das ist eine scheiß Idee. Und dann drehst du dich um und schraubst weiter oder unterschreibst die nächste Rechnung. Hat dein Leben nicht verändert. Bei mir, in meinem Leben aber wahrscheinlich in dem Moment eine mögliche, tolle, kreative Idee zerstört. Deshalb versuche ich heute auch, immer wenn jemand eine unternehmerische Idee äußert, erstmal einfach nichts dazu zu sagen und nur zuzuhören
weil ich genau das nicht will. Ich will nicht mögliche Ideen, die sich vielleicht irgendwo 2, 3, 4, 5, 10 Jahre down the road dann in was verwandeln, einfach in so einem Moment kaputt machen. Gerade jetzt speziell auf das Projekt bezogen, hast du da eher ein Team um dich rum, was das Ganze, ich sag jetzt mal, unterstützt und befürwortet oder eher skeptisch ist? Inzwischen haben wir ein Team, mit dem ich nicht nur wirklich absolut liebe zu arbeiten, sondern die auch, wir alle haben gemeinsam in Sachen Kreativität, glaube ich, auch in den letzten 4, 5, 6 Jahren riesen Fortschritte gemacht, weil wir uns darin trainiert haben, auch mal abstrakt zu denken. Bei uns war das Thema strategisches Abarbeiten. Und das Thema Planung und sich auch mal vielleicht frei von Scheuklappen Gedanken machen, wo geht denn eigentlich die Reise hin, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was macht uns Spaß, wo wollen wir hin, welche Möglichkeiten haben wir, welche Technologien wollen wir entwickeln? Alles Dinge, die entscheidest du nicht heute und morgen hast du einen neuen Fertigungsteil oder morgen hast du eine neue Technologie entwickelt. Das ist immer hinten runtergefallen zugunsten des Wegarbeitens. Was natürlich auch gut war, weil die Firma ist gewachsen, 40 Jahre lang war einfach immer genug Arbeit da. Wofür ich heute auch dankbar sein muss, sonst wäre ja dies ja die Grundlage meines Tuns heute. Oder das, was wir mit dem Team tun, könnten wir ja nicht tun. Alte Mitarbeiter oder auch neue? Sowohl als auch? Zum Glück arbeite ich heute immer noch mit einem Großteil des Teams, das mein Vater aufgebaut hat. Und das ist auch was, wo ich total stolz drauf bin, weil das meine Familie ist. Ja, wir sind ein Familienunternehmen, uns gibt es seit 45 Jahren und ich habe in der Werkstatt laufen gelernt. Also für mich gab es nie den Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt einen Job zu machen. Ja. Ich habe, glaube ich, dein Video gesehen, wo du aus deiner alten Halle ausgezogen bist in die neue. Fertig, by the way? Nee. Bist du immer noch dran? Nee. Ja, kommen wir später drauf. Bei mir ist es eher andersrum. Ich habe wirklich ganz viele Ideen, bin nur vom Umsetzen her nicht so die stärkste Persönlichkeit, weil ich auch für viele Sachen einfach zu lieb bin. Dann kommt wieder hier was dazwischen, da was dazwischen, da nochmal helfen, hier nochmal helfen. Hier, Sekunde, mal ein bisschen zurück. Ich bin nämlich hier, wenn wir quatschen, mal vorbeigefahren. Also hier, wo jetzt, und da gibt es auch ein Bild, vielleicht können wir das Bild einfach mal reinlegen. Hier, wo jetzt Herr Flair war früher neben der Grundschule ein kleines eingeschossiges Bungalow. Und in dem Bungalow war im Prinzip und auch links daneben ein kleiner Laden und ein weiterer Teil, der war im Prinzip ein HiFi-Studio. Also Autoradios, Felgen, diverses Zubehör, was es eben damals gab. Und nochmal, 77 ist nicht 2022. Ja. Mein Vater war damals riesen Porsche-Fan. Ach echt? Hätte ich gar nicht gedacht. Doch, absolut. Und hat dann natürlich über seinen Vater, also mein Opa, viel mit Mercedes-Benz zu tun gehabt. Und hat tatsächlich erst, das ist jetzt eine etwas längere Geschichte, mit Garantien gehandelt. Aus dem Studium raus, weil er in Jura und BWL Statistik hatte, gemerkt hat, die Dinger gehen nicht kaputt. Damals wurde die Mehrwertsteuer eingeführt in Deutschland. Und Autohändler konnten auf einmal keine Agenturgeschäfte mehr machen. Also nicht von A sozusagen das Auto auf den Hof stellen, an B verkaufen und dafür dann eine Provision nehmen und Garantie geben. Sondern in dem Moment, wo du Garantie geben wolltest, musstest du das Auto kaufen, damals, ich glaube, 12% draufschlagen und dann weiterverkaufen. Und damals hat mein Vater dann einfach gesagt, okay Leute, was ist denn, wenn du einfach deine Autos weiterverkaufst ohne Garantie, insofern die Kunden weiter zu dir kommen, weil die natürlich alle Angst vor dem höheren Preis hatten. Und ich verkaufe einfach separat den Leuten eine Garantie. Das machen wir heute fürs Apple iPhone alle. Ich glaube auch erfolgreichstes Produkt von Apple neben dem iPhone. Und damals war das aber neu. Und so ist er in das Geschäft eingestiegen, konnte aber damals keine Versicherung an sich, keine Garantien verkaufen. Er wäre eine Versicherungsgesellschaft gewesen. Dafür brauchst du, ich glaube damals waren es 100.000 deutsche Mark Einlagensicherungskapital. Hat er natürlich nicht gehabt als Student. Und am Ende hat er Additive verkauft für Motoren, die natürlich den Motor verändert haben. Das war ja das, was er erreichen wollte. Der Motor war verändert, dafür war er verantwortlich für den Motor. Und das ist ja genau das, was er als allererstes haben wollte. Und dadurch hat er ein Produkt verkauft, war eine GmbH und hat sehr erfolgreich mit den Produkten Handel betrieben. Wenn du jetzt nicht in diese Geschichte reingeboren wärst, was wäre dein Lieblingstätigungsfeld aktuell? Also was würdest du sagen, also außer Mode jetzt so, würdest du sagen, ich würde jetzt das machen? Ich habe hier, Cedric, der geht schon wieder los. Ich wollte dieses Gespräch anfangen mit der Frage, wer ist eigentlich Philipp Kess? Das ist ja schon wieder komplett ausgerudert. Komplett aus dem Fenster geflogen. Egal, was würde ich machen? Die ganz ehrliche Antwort ist, ich habe überhaupt keine Ahnung. Okay. Also ich bin sehr verhaftet im Thema selbstständiges Arbeiten. Ich bin ein totaler Teamplayer, also macht Spaß mit Menschen zu arbeiten. Ich beschreibe mich immer selber als so eine Art hypervisuellen Menschen. Mein Vater und ich haben früher immer zusammen Abnahmen gemacht. Und das lief immer ähnlich ab. Nämlich, dass du in eine Lagerhalle reinläufst und 50, 60 Meter entfernt steht dann ein Fahrzeug. Und meistens war die Situation dann, dass wir beide uns angeschaut haben,
Und beide genickt und sagten, genau. Passt. 2 Milliarden oder 2, meistens war es dann kurzer Blick rüber, sagte er, ja, ich sehe, was du siehst. Auf der linken Seite ist 2 mm schief. Ja. Und dann hieß es immer, haben wir genau ausgemessen. Kann nicht sein. Sagte mein Vater meistens, ja, messt doch nochmal aus. Und am Ende war es schief. Das heißt, es gibt nicht so dieses, weil es ist ja schon in Gewissheit so, dass man, wenn man was mit Autos macht, gerade in Deutschland, schon, kann man ja so sagen, viele Steine in den Weg gelegt bekommt, regelmäßig. Dass dich das nicht demotiviert und du sagst, Alter, wenn ich heute doch lieber hier Fahrräder machen würde, hätte ich jetzt diesen Ärger gerade nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, also lass uns das mal hinterfragen. Sind die Steine, die du in den Weg gelegt bekommst, mehr als in anderen Branchen? Für das einzelne Fahrzeug teilweise als Schwierigkeit vorkommen könnte in dem Kontext, ist natürlich, wenn du eine Ebene drüber schaust, international häufig auch ein Qualitätsstandard, weil wir eben, Klar, keine Frage. weil wir natürlich zum Beispiel mit dem TÜV oder den Prüfdiensten Institutionen haben, die Fahrzeuge eben, die ziemlich genau sicherstellen, dass es alles so funktioniert. Wie positioniert ihr euch zum Beispiel jetzt mit Thema Elektrotechnik? Der Grundspirit vom Brabus, da war ja damals schon so ein bisschen Auspuff, Endrohre, auffallen, es soll bollern, es soll Emotionen vermitteln, es soll einfach sich abheben, anders aussehen und so weiter. Oder denkst du, dass die Elektroszene so weit gibt, dass es einfach vollkommen normal ist, jeder fährt Elektro in ein paar Jahren und deswegen kann man da wieder mitspielen? Wir müssen mit dem arbeiten, was passiert. Weder kann ich die Gesetzgebung zum Thema E-Mobilität bestimmen, noch weiß ich, wie sich das Thema synthetische Kraftstoffe entwickelt, noch weiß ich, wo die Begeisterung der Kunden hingeht. Denn es gibt ja nun durchaus auch viele Menschen, die sich für das Thema E-Mobilität begeistern können. Und auch neue Menschen, die vielleicht mit Benziner noch nicht so viel Kontakt hatten. Exakt. Was ich weiß, ist, dass ich, und das ist die andere Seite der Medaille, unternehmerisch gestalten muss, wie wir in den nächsten Jahren unser Geld verdienen wollen und wie wir natürlich auch Gehälter zahlen wollen und wie wir als Team, als Firma vielleicht auch wachsen wollen. Es gibt riesige Chancen im Bereich E-Mobilität, wenn du eine tolle Marke hast. Und deshalb ist natürlich viel von dem, was ich in den letzten 4-5 Jahren als Geschäftsführer gemacht habe, ich nenne das immer Brand First. Brand First denken. Das heißt, alles, was wir tun, muss am Ende auf die Marke einzahlen, weil es das ist, was viele Konsumenten, viele Kunden am Ende die alle auf der Welt verteilt sind, die nicht alle Motorenexperten sind, die aber alle wahrscheinlich weiterhin von A nach B fahren wollen und das auf eine gewisse Art und Weise tun wollen, sonst würden sie sich nicht für unsere Produkte interessieren. Aber sind echt 90% Kunden aus dem Ausland? Ja, definitiv. Da sind heute, ich würde sagen, wir sagen immer, wir sind in 100 Ländern auf der Welt vertreten. Da kannst du natürlich wie bei vielen Dingen im Leben eine Normalverteilung drüber legen. Es gibt die besonders Aktiven, es gibt die wenig Aktiven und es gibt den Durchschnitt. Jetzt haben wir gerade mit Smart zum Beispiel den Hashtag One Brabus vorgestellt. Das ist natürlich ein Fahrzeug, was dann in China hergestellt wird, aber eben auch in relativ großen Stückzahlen, von denen aber auch sicherlich ein größerer Teil in Asien bleiben wird. Nee, aber man merkt, du gehst da deutlich strategischer und fokussierter an die ganze Sache ran. Bei mir ist es halt so, ich bin halt wirklich Vollblut-Schrauber, also was heißt Schrauber, Vollblut, Auto, Freak, nah, Tuner, wie auch immer. Ich gehe da deutlich leider emotionaler an die Sache ran. So. Was unternehmerisch gesehen in manchen Sachen natürlich gut ist, aber natürlich auch gerade, was so Scheuklappen angeht, natürlich immer Katastrophe ist. Also ich glaube, dass unsere Jobs sind gar nicht so unähnlich, aber jedes Schwimmbecken ist am Ende sein eigenes Ökosystem. Also das System, in dem du unterwegs bist, ist leicht anders von dem, in dem ich unterwegs bin. Ich sehe ja, dass du zum Beispiel auch die Chance hast, an dem einen oder anderen Auto noch selber Hand anzulegen. Was bei mir erstens nicht nur unmöglich ist, ich habe die völlig falsche Ausbildung dazu. Ich bin kein Ingenieur und aus mir wirst du auch wahrscheinlich nie einen machen. Ich glaube, das ist auch besser so. Das ist der Moment, wo ich jetzt wieder die Jungs aus der Werkstatt oder aus der Fertigung uns laut lachen höre, die sagen, halt den, lass den Konstantin bitte nicht dran. Hausverbot. Bitte nicht montieren. Nee, und da ist bei mir eher so, ich mache es einfach gerne. Was uns zur eigentlichen Frage bringt, mit der ich hier den Car-Talk anfangen wollte. So, wer ist Philipp Kess? Ich dachte, wir fangen mal entspannt an. Der hier sitzt. Erzählen Sie mal. Nein, ich komme aus Hannover, bin eigentlich, wie ich schon sagte, Vollblut-Schrauber. Also meine Geschichte ist eigentlich, übertrieben gesagt, fast wie aus dem Bilderbuch. Ich war 12 Jahre alt, wollte unbedingt ein ferngesteuertes Auto haben. So, wenn ich irgendwas haben will, dann bin ich auch ziemlich energisch immer hinterher. Ja. So, irgendwann dann, weil ich mit 13 angefangen habe, Zeitung auszutragen, genug Kohle gehabt, ein ferngesteuertes Auto gekauft, weil meine Eltern wollten eher, dass ich halt Fußball spiele, Tennis spiele, Klavier spiele, so. Gibt ja so solche Sachen. Nee, ich wollte lieber ferngesteuertes Auto fahren. Also heißt, Auto war in deiner Familie
Extremes Thema. Extremes Thema? Extremes Thema. Mein Vater war in Hannover bei der Babco und war damit beteiligt, das ABS für LKWs zu entwickeln. Okay, klar. Also, gut, also heißt, das ist natürlich jemand sehr nah dran am Thema. Genau, also waren schon wirklich, meine Eltern haben sich auf der Tankstelle im Käfer beim Radwechsel kennengelernt. Also wir sind schon ganz tief im Autothema drin. Aber seitens meinen Eltern eher so die Ausbildungsschiene, also eher so Schule gehen, Uni und so weiter und nicht eher so dieses selbstständige einfach machen. So. Du hast dann ja irgendwann ein Schülerpraktikum gemacht. Genau. In einem Autohandel. Nee, ich habe irgendwann so halb. Normalerweise wäre ganz normal Gymnasium gewesen, jeder macht sein Schulpraktikum dann irgendwo, keine Ahnung, bei einer Versicherung, bei einer Bank, wie auch immer. Ne? Ich hatte ein einziges Ziel, ich wollte endlich professionell schrauben und habe hammerhart mein Praktikum einfach in der Autowerkstatt gemacht. Gab bei uns im Ort ein VW-Autohaus und da wirklich, habe da auch dann die erste Person kennengelernt, die mich im Leben so, was die Autoschrauberei anging, ein bisschen gefördert hat, gesagt hat, ey, hier, ich habe eine Halle, da ist noch ein Platz drin, kannst mitschrauben, hat auch einen Golf 1 gehabt, ich hatte damals einen Golf 1 und so fing dann die Schrauberei an. Aber die Story war eigentlich, ich wollte ferngesteuertes Auto haben. Damals Elektrotechnik gab's, also es gab schon Elektro-ferngesteuertes Auto. Das muss ja, du bist Jahrgang 86. 86, das war so Mitte der 90er. Genau, Mitte der 90er. Ich habe von 92 bis 95 waren meine Eltern beruflich in Amerika. Da habe ich in Amerika gelebt und als wir dann zurückkamen, da ging das Ganze los. In Detroit, Michigan. Ah, cool. Detroit, Michigan. Mein kleiner Bruder ist so Amerikaner, der kann auch Präsident werden. War damals natürlich zum Thema Auto auch noch ein riesen Genau. Da war Detroit noch richtig Seen und Ghetto. Die beiden Sachen gab es so. Also da war Detroit Downtown war noch so richtig Ghetto noch. Auf jeden Fall zurückgekommen, wieder so unter den deutschen Freunden gewesen und wollte unbedingt ein ferngesteuertes Auto. Damals mit Benzinmotor. Ja. So. Das war aber schon bekannt damals, dass die Kisten eigentlich nicht fahren, weil das Ding hat, glaube ich, 3,5 Kubik gehabt, aber passend dazu, ich glaube, 2 PS oder so. Also, keine Ahnung, 30.000 Umdrehungen ständig auseinandergeflogen. So, jetzt war es aber so, dass ich das unbedingt wollte und habe dann wirklich bei uns im Keller gesessen, das Ding immer wieder zerlegt. Okay, ja. Heile gemacht. Meine Mutter musste mich ständig zu diesem Teilehandel fahren, weil damals gab es noch kein Internet. Da gab es halt einen Modellbaushop, wo du dann hingefahren bist, um den Kraftstoff zu kaufen und das ganze Zeug. So, meine Mutter musste mich am Wochenende dann auf den Radparkplatz fahren, weil da noch gefahren wurde am Wochenende. Da war wirklich auf den Parkplätzen noch so Verbrennerrennen. Das habe ich auch mal gemacht. Das ist witzig. So, und das ging dann so weit, dass ich irgendwann bemerkt habe, dass meine Mutter noch ihre alte Mofa hinten im Garten stehen hatte, im Gartenhäuschen. Seit eh und je, egal wenn wir umgezogen sind, diese Mofa ist immer mitgewandert. Weil sie damals immer zur Schule mit der Mofa gefahren ist. Ja. Und die war dann auch dran? Die lief aber, ich würde sagen, jetzt müsste ich hochrechnen, die wird bestimmt 30 Jahre nicht gelaufen sein. Und irgendwann, aber meine Eltern haben auch immer gesagt, nee, lass die Mofa da hinten stehen, hast keinen Führerschein, du darfst das nicht und so weiter, weil ich war erst 13 oder 14. Und irgendwann waren sie einen Tag weg und ich habe mir die Mofa rausgeholt, habe Spritschläuche neu gemacht, habe Tank mal ein bisschen durchgespült, habe Sprit reingemacht. Und meine Eltern kamen nach Hause und ich bin die Straße hoch und runter mit der Mofa gefahren. Und dann kam natürlich 125er, war ein riesen Dorn im Auge bei meinen Eltern, die wollten nicht, dass ich irgendein Zweirad fahre, ich sollte eher Auto fahren. Autofahren ging noch nicht. Da wollte ich unbedingt mit 17 mir das erste Auto kaufen, damit ich noch ein Jahr Zeit hatte, das schon passend umzubauen. Habe schon zeitgleich im Supermarkt gearbeitet, volles Programm. Und ich habe angefangen, diese RS4-Limo zu bauen. Ja, aber das war ja schon viel später. Also hast, okay, ne? Das war dann die erste Begeisterung über das Thema ferngesteuerte Autos. Dann auch Praktikum in der Werkstatt. Da warst du natürlich wahrscheinlich schon voll im Thema. Da war ich dann gerade mal 18. So, aber RS4 Limo war ja auch nicht dein erstes Auto. Nee, genau. Ich hatte dann mit 17 diesen Golf 1 GT gekauft und habe den erst mal ein Jahr lang umgebaut, bevor ich überhaupt fahren durfte. Hast du irgendwo noch rumliegen, das Ding? Ne? Habe ich immer noch. Ne? Die Karosse. Weil da sind wir dann wieder bei einem Punkt mit Sachen fertig machen, anfangen und durchziehen. Und bei mir gibt es halt immer so den Punkt, heißt nicht, dass ich nicht strebsam oder fleißig bin, sondern es ist irgendwann einfach zu viel, dass man das gar nicht mehr schaffen kann. Dass man so an dem Punkt bist, wo man... Ohne leidenschaftlich ein bisschen drüber zu sein, wirst du kein Unternehmer. Und ich glaube, es ist in verschiedenen Situationen immer wieder unterschiedlich. Aber ohne geht's nicht. Nee, das definitiv. Und bei mir war es halt eher, also ich bin schon ein Geschäftsmann durch und durch, aber ja, ich habe halt eine Schwäche für Autos und halt auch eine Schwäche. Ich bin schon Geschäftsmann durch und durch, aber halt, und jetzt kommt auch dazu eine Schwäche so für Detailverliebtheit. Also bei mir muss das alles immer. Das sind wir schon zu zweit. so perfekt sein. Und das ist halt bei manchen Sachen dann immer schwierig. Egal, dann auf jeden Fall Golf 1, dann angefangen zu studieren, Maschinenbau. Hab dann so meinen Lebensunterhalt erstmal damit auch verdient. Ich habe damals Autos geschlachtet, also ich habe damals schon Autos gekauft, die zerlegt und in Einzelteilen verkauft. Hatte dann meine erste Schrauberhalle, was damals schon immer viel
viel Geld war, weil man musste es ja auch alles immer zahlen. Und dann halt einfach immer so typisch, entweder Variante 1 ist, was als Schrauber jeder schon mal irgendwie gemacht hat, irgendwie ein Auto gekauft, teurer verkauft. So, man guckt halt den ganzen Tag Jäger und Sammler. Damals gab es ja noch einen heißen Draht, da hast du wirklich noch einen heißen Draht nachgelesen. Oder halt dementsprechend hier und da mal ein paar Autos zerlegt und ein paar Euros verdient, mal dies gemacht, jenes gemacht. Und dann halt angefangen, diesen Audi zu bauen. So, wie ist denn jetzt mal die, weil jetzt muss man ja erstmal dazu wir sind sagen, jetzt in 2008, also 22 war ich da. RS4 Limousine gibt es nicht. Genau, Eigentlich. So, jetzt kommt da einer daher und sagt, okay, genau dieses Auto baue ich jetzt. Wie bist du denn auf die Idee? Weil, nochmal, wir sitzen jetzt heute auch wieder in so einem Auto, was es eigentlich gar nicht gibt. Insofern kenne ich den Moment, wo du drüber nachdenkst und sagst, so ein Auto müsste mal einer bauen. Den kenne ich gut. Wie ist denn das entstanden? Witzige Geschichte, also nicht witzige Geschichte, ich habe auch viel Spott damals abbekommen, weil es gab halt den RS4 nur als Kombi. So, jetzt wird sich Audi, die Quattro GmbH, dabei was gedacht haben. Jetzt kommen aber so ein paar Leute um die Ecke und sagen sich, ja, ich bin 22, habe nicht so Bock auf ein Kombi, ne? War ja damals noch so Pampers-Bombers mit 20 oder 22, willst du eher alles, was danach kam, waren auch schon richtig heftige Autos, ne? Willst eher eine Limousine fahren und nicht den Kombi. Ja. Jetzt war es so, dass ich halt diese Autos wirklich reihenweise zerlegt hatte, damit ein bisschen gehandelt hatte und so weiter. Also okay, das heißt, du hast jetzt nicht zum ersten Mal... Nee. Was war das denn da? Das war dann S4? Ein S4, ein S4, genau. So, hatte sowohl S4s als auch RS4s. Und irgendwann habe ich mir so gesagt, ich war nicht der Erste, der es gebaut hat, also es gab schon mal Leute, die es gebaut haben. Ach so, okay, ja. Also ein paar Vorlagen gab es schon. Genau, also zu sagen, ich wäre der Erste gewesen, es gab mit Sicherheit 1, 2, 3 Autos, die schon vorher gebaut wurden. Allerdings halt immer mehr so, es gab immer die Fraktion, die wollten einfach nur die Optik vom RS4 haben. Ja. Es gab die Fraktion, die hat einfach nur den Motor vom RS4 eingebaut. Aber keiner hat das mal so, ist das so angegangen und hat das Auto mal wirklich so gebaut, wie es theoretisch von Audi kommen würde. Also sowohl Optik als auch Technik. Und das hieß, wie hast du es dann hingekriegt? Hammer hat einen RS4 damals aus der Schweiz gekauft, den halt wirklich leider zerschnitten und die ganzen Teile bei mir ins Auto eingebraten. Boah. Was ist denn von dem originalen RS4, weil du hast ja gesagt, du hast den durchgeschnitten, dann im finalen Auto gelandet? Also wirklich eigentlich alles. Das ist halt das Krasse. Also gesamte Kabelbaum, alle Karosserieteile. Jetzt denkt jeder dabei, ich baue eine Limousine, heißt ich schneide den Arsch ab und mache den Limousinenarsch dran. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist nicht so simpel. Genau, man nimmt die Kombi-Seitenteile und macht diese passend für die Limousine und baut sich dann am Ende noch eine Stoßstange passend dafür. Wenn du heute eine Fahrzeugvariante tatsächlich bauen willst, dann gibt es einige Hürden, über die du springen musst, wo die Latte ziemlich hoch liegt. Genau. Ich habe es auch das erste Mal gemacht, in dem Moment alles reingeklatscht, ganzen Kabelbaum, Seitenteile selber eingeschweißt, verzinnt. Also wirklich, es war am Ende so, jedes Mal, wenn ich mit dem Audi zum Audi-Zentrum gefahren bin, zum Teiletresen gegangen, habe gesagt, ey, ich würde gerne ein Auto für mein Auto holen. Haben die wirklich bei sich im Programm geguckt, RS4 Limousine gibt's doch gar nicht, ich habe hier nur Kombi. Das gibt's ja gar nicht so, ne? Weil auch einer der wenigen, der eine Originalfarbe gewählt hat. Jeder andere wird irgendeine spacige Farbe da drauf machen. Ich habe gesagt, nee, ich will den Uni Schwarz einfach nur haben. Das soll möglichst original aussehen. Nächste Sache ist, die Zierleisten waren beim Audi, das war das erste Modell damals in Alu-Matt. Die gibt es aber logischerweise für die Limousine gar nicht, weil es sie halt nur für ein Kombi gab. Ja, klar. So, und für den S4 waren die halt immer Chrom oder Quarz oder Shadowline-mäßig, aber nie halt in Alu-Matt. So, das heißt, damals in dem Alter halt wirklich dann, da war das auch noch nicht so Handy rausziehen. Ach, ich google mal kurz, wo kann ich Leistung und so weiter. Da war gar nichts mit. So, da vielleicht ein bisschen Zeitung lesen und ganz, ganz viel irgendwo hinfahren und nachfragen. So, also es gab natürlich schon ein Internet. Man konnte natürlich mal eingeben, Eloxieren, Hannover. So, und hat sich dann wirklich mit dem Telefon durchtelefoniert nach Betrieben, musste da hinfahren, die Sachen geben. Ach ja, okay, alles klar. Wie lange hast du gebraucht, um das Auto wirklich so hinzustellen? Ging ratzfatz, weil wenn ich dann was machen will, dann ist es wirklich so, bei mir mache ich das 24/7. Das heißt, zwischen Anfang und Ende und allem, ich würde mal sagen, maximal ein halbes Jahr. Das war erstmal nur so die Basis. Und dann, also wirklich dann auch komplett Achsen, Tank, alles von dem RS4, sodass da wirklich nur noch eine zerschnippelte Karosserie überblieb. So und so steigerte sich das von Stück zu Stück immer weiter an. Aber halt auch die Perfektion wurde immer mehr. Also es war nicht, man konnte zu keinem Zeitpunkt sagen, normalerweise merkt man Autos immer an, beste Beispiel Rennautos, wenn die eine Geschichte haben, werden sie immer schlechter, weil es wird immer liebloser. Ja, zumindest so ein Auto lebt. Ja. Und bei mir wurde es eher immer so, das Auto wurde immer besser, obwohl es immer mehr dran gemacht wurde. Ich glaube, ich habe in Summe knapp 40 Mal Motor an- und ausgebaut oder so in dem Dreh. Okay. Am Schluss war fast alles aus Carbon, egal ob Türen, Kotflügel, Dach, Stoßstangen. Eigentlich alles, was man abschrauben konnte, war in Carbon und Leistung wurde halt immer mehr. Wir reden davon, am Ende waren es so ungefähr 1300, 1400 PS, ne? Aus dem Motor, der serienmäßig
relativ viel hat. Das heißt, da gingen natürlich dann auch so ein paar Motoren mit der Zeit durch. Ich hatte tatsächlich einen niegelnagelneuen frischen Motor drin, an dem wir mal wieder was ausprobiert haben. Und ich war eigentlich noch am Einfahren. Also ich habe noch nicht mal Gas gegeben, gar nichts, sondern wirklich gerade den ersten Ölwechsel gemacht gehabt, wieder eine Runde über die Dörfer gefahren, noch einen Kumpel abgesetzt und bin auf der Autobahn drauf und habe das allererste Mal nicht nur 2.000, 3.000 Umdrehungen gedreht, sondern bin mal mit 4.000, 5.000 Umdrehungen einfach dahin gerollt. Ja. Und auf einmal hat es wirklich einfach nur Peng gemacht und der ganze Motor auseinandergeflogen. Also ich sage, der Motor war vorher schon von innen fest und glühend. Ja. Und wurde nur noch von dem ganzen Öl da drin irgendwie geschmiert und durch die Fahrzeugmasse weitergedreht. Da ich am Einfahren war, hatte ich zum Glück einen Feuerlöscher mit. Wusste ich. Aber kannst du auch... Der war allerdings im Kofferraum. Hat der noch was gebracht? Der war im Kofferraum. Ich steige aus, Auto schon am Brennen. Durch das Öl ist natürlich das Auto hinten rausgebrannt. Das heißt, die Heckklappe hat schon gebrannt. Ja, aber in dem Moment weißt du ja schon, wenn er anhält, ist es vorbei. So, ich wollte aber natürlich unbedingt einen Feuerlöscher. Was habe ich gemacht? Mir beide Hände verbrannt, weil ich wollte unbedingt die Heckklappe aufmachen. Ging aber nicht mehr, weil natürlich diese elektrischen Taster, die gehen natürlich bei Feuer sofort kaputt. Klar. Dann ist mir eingefallen, ach komm, machst du hinten die Tür auf, legst die Rücksitzbank um, nimmst den Feuerlöscher raus. Ja. Weil es dauert dann doch schon wirklich lange, bis so ein Auto komplett abbrennt. Also das ist jetzt nicht so, dass es zack, wie man das so manchmal kennt, so im Actionfilm. Ich finde, das geht erstaunlich. Manchmal geht es aber auch erstaunlich. So, also es sind schon so zwischen Anhalten und man kommt nicht mehr in den Innenraum rein, während schon so 2, 3 Minuten sind. Ja, gut, okay. Aber das ist ja immer noch sehr schnell. Ja. Ne? Also so, auf jeden Fall dann diesen ganzen Pulverlöscher da über den ganzen Unterboden gehaucht und bevor da hinten überhaupt was angefangen hat, ging es vorne schon wieder weiter. Ist egal, wenn dieser Unterbodenschutz einmal brennt, dann brennt er. Wenn einem sowas dann passiert ist, natürlich, der Schock im ersten Moment ist erstmal groß. Die ersten 1, 2 Tage sind erstmal gelaufen. Aber man kann dann im Endeffekt einfach nur froh sein, dass halt nichts passiert ist. Weil es hätte auch immer anders ausgehen können. Wir haben natürlich auch in unserer Unternehmensgeschichte so viele Themen, wo du natürlich früher, heute machen wir ja die ganzen Tests auf abgesperrten Strecken, solange ein Produkt noch nicht so ausgereift ist, wie wir es natürlich haben wollen. Mhm. Jetzt hast du ja irgendwann auch aus deiner Leidenschaft dann ein Geschäft gemacht. Mhm. Das war der besagte Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, dieses Auto zu bauen. 2009. Habe damals schon mit vielen Sachen immer gehandelt, Geld verdient. Werde zum Beispiel nie vergessen, habe damals schon für meine 125er habe ich damals aus Italien von Agip immer so ein spezielles Zweitaktöl gekauft mit 17. Mir hat ein Vögelchen geflüstert, dass du auch heute noch so ein richtiger eBay-Kleinanzeigen-Nerd bist. So, und meine Eltern habe ich wirklich für komplett bescheuert gehalten, weil unser ganzer Keller war nur voll mit Kartons. Ja. Und habe dann mit den ersten Produkten, die ich eigentlich für mein Auto brauchte, dieses Business gestartet. War auch gar nicht so der Ziel, irgendwie ein großes Business rauszumachen. Das heißt, es war Handel. Hast du auch Komponenten angefangen selber zu entwickeln? Sowohl als auch. Entwickeln muss ich immer sagen, ich habe leider extrem viele Sachen entwickelt, aber nie verkauft, sondern immer nur von meinen eigenen Autos. Da sind wir beim Thema Leidenschaft und mit dem Ziel, also wahrscheinlich, wenn ich mir mal lange sagen würde, ich entwickle mal was zum Verkaufen, würde ich wahrscheinlich schon woanders stehen. War aber nicht so, sondern war eher mehr Kleinigkeiten, waren einfach nur Kleinigkeiten, das ist keine Weltneuschaft, sondern es ist einfach nur ein Produkt in einer anderen Größe, in einer anderen Länge, in einer anderen Farbe, aus einem anderen Material. Ja, du, aber neues Produkt, da musst du ja gar nicht immer einen Nobelpreis für kriegen. Das reicht ja, wenn es jemanden gibt, der es dann haben möchte. Gibt es was, wo du mit der Firma bei dir hin willst oder wo du sagst, okay, das ist es, was was mich daran reizt? Nee, da sind wir dann bei dem Punkt angekommen. Jetzt hat sich halt die Tuning-Szene als auch generell die Fahrzeugindustrie halt einfach geändert. Wir sind wieder bei dem Thema, die Generation, die hinterherkommt, wie sehr die noch Bock zu haben. Ja. Weil wenn man jetzt nicht gerade das Profi-Tuning wie von euch kauft, ist es ja meistens so, dass man sich extrem einschränkt und auch ganz viele Negativsachen in Kauf nimmt. Dafür, dass man Tuner ist, in Anführungsstrichen. Sagen wir mal so, wenn du vernünftig gepackagte Produkte bekommen kannst, die du natürlich vom Hersteller vielfach bekommst oder von Herstellern wie uns bekommst, dann ist natürlich das Individualschrauben sicherlich nicht mehr so hoch auf der Prioritätenliste zu finden, wie jetzt meinetwegen das Spielen am iPhone. Es ist ja egal, was ich so an meinem Auto verändere, es ist eigentlich immer, auch wenn es sich jetzt erstmal scheiße anhört, negativ. Ist egal was. Du machst riesen Felgen drauf, hast einen ganz kleinen Reifen drauf, fährt kacke. Legst das Auto tiefer, kommst nirgendwo mehr auf den Parkplatz drauf, musst immer langsam fahren, weichst aus den Gullideckeln aus und so weiter. Baust einen lauten Auspuff dran, ist mit Sicherheit geil, aber ist auch genauso oft zu laut. Und Kaltstart morgens, die Nachbarn zeigen dir einen Vogel und so weiter. Und so kann man das ja in alle Richtungen. Irgendein krasser Lack drauf, wo du nicht mehr durch die Waschstraße fahren kannst. Das heißt, du brauchst ja eine extreme Leidenschaft für dieses Tuning zum Auto. Ja. Und die fehlt. Das ist super spannend, dass du das sagst, weil mein Vater mir immer
der hat mir viele Dinge mitgegeben. Unter anderem hat er immer gesagt, du musst Kunde Nummer 1 sein. So, was er damit meinte, ist natürlich nicht, du musst alle aus für dich selber bauen und nichts verkaufen, sondern was er damit meinte, ist, sei derjenige in deinem Unternehmen, der die Perspektive des Kunden einnimmt. Und der immer wieder für die Dinge eintritt, die ein Kunde möchte. Das sind heute ganz unterschiedliche Dinge. Das sind Produkte, die funktionieren, das ist aber auch eine sauber gestaltete Website oder ein ordentlicher Katalog. Ja. Das ist der Azubi, der, wenn du ihm auf dem Parkplatz begegnest, freundlich guten Tag sagst, weil wir viel in die Kultur des Unternehmens reinarbeiten. So, und das ist in Bezug auf Produkte, bedeutet das nicht nur aus einer Tuningbrille auf unsere Fahrzeuge schaue oder auf unsere Komponenten schaue, sondern eigentlich immer aus der Perspektive, die Frage stellt, was macht denn das am Ende für den Kunden? Denn die Fahrzeuge, die wir bauen, sind im weitesten Sinne alltagstaugliche Fahrzeuge. Und sie sind sehr, sehr hochentwickelte Fahrzeuge, die du in fast allen Situationen fahren kannst, ohne dabei irgendwelche fühl- oder sichtbaren Komforteinbußen zu haben. Ich habe immer mich selber beliefert, übertrieben gesagt. Das heißt immer, die Kunden waren genauso wie ich. Das waren Leute, die haben sich nicht für 20.000 Euro ein Auto gekauft, sondern haben sich eins für 5.000 gekauft und 15 reingesteckt. So, die Kunden waren das eher so. Musste ein Golf sein, ein Turbo-Umbau. Musste ein BMW sein, ein Turbo-Umbau. Und sowas halt. Und dafür passen die Teile. Alles universell. Also egal, ob es Turbolader, ob Silikonschläuche, Rohrbögen, Ladeluftkühler, Ölkühler, Auspuffzubehör, Auspuffklappen, Endrohre, alles querbeet in der Richtung. Der Markt ist natürlich schon drastisch geschrumpft. Nicht unbedingt durch den Punkto TÜV, das glaube ich nicht, sondern einfach nur darum, diese ganzen Leute, diese Käuferschicht, die wird älter, die fängt irgendwann an, andere Prioritäten zu setzen, kriegen Kinder, merke ich ja selber an mir auch. Und es ist ganz schwierig, jetzt 20-Jährige zu finden, die bereit sind, diese gleichen Kompromisse alle einzugehen. Weil die halt eher aus einer Zeit kommen, iPhone ist wichtig, Carsharing. Gerade gesagt, PlayStation, iPhone, genau. Es ist auch alles viel einfacher geworden. Bei uns war es damals so, wenn ich mit dem Bus irgendwo hinfahren wollte, musste ich tatsächlich zur Bushaltestelle gehen und musste gucken, wann der Bus fährt. Das ist was anderes, wie mittlerweile spuckt die Bahn dir aus, wie lange du zu Fuß bis zur Bahn gehst, damit du rechtzeitig losgehst. Weil wenn in der App nicht die richtige Zeit angezeigt wird, bekommst du einen riesen Hass auf die Bahn, weil du erwartest, dass sie dir minutengenau und ich glaube sogar in dem Lebensumfeld dann auch korrekterweise erwartest, dass du die korrekte Zeit angeliefert bekommst und dich selber nicht mehr darum kümmern musst, weil das ja dann unzeitgemäß wäre. Das ist ein Thema, mit dem ich heute viel zu tun habe. Du kriegst ja Konsumenten, also Kundenerwartungen aus völlig anderen Bereichen einfach mitgegeben. Also Online-Verhalten, Amazon. Amazon, eBay, Google. Und dabei nimmt natürlich kein Kunde der Welt Rücksicht darauf, ob jetzt meinetwegen Google zig Trilliarden Euro investiert hat, damit das alles am Ende so funktioniert. Wenn du von dir selber als Firma behauptest, dass du fast alles, nicht alles, weil es muss sicher sein, es gibt ein paar sinnvolle Einschränkungen, dass du fast alles machen kannst, geht nicht. Und meine Standardrückfrage bei Leute, geht nicht und wir können alles machen, hat keine Farbe. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Und wir haben dann irgendwann vor 4-5 Jahren einfach mal angefangen, über einen Zufall, witzigerweise, weil wir die Boote, die wir heute bauen, in VR entwickeln, also in Virtual Reality entwickeln und auch komplette Datenmodelle für die Boote natürlich aufbauen müssen. Habe ich irgendwann mal die Frage gestellt, Leute, könnt ihr nicht auch mal eine S-Klasse, G-Klasse als Datenmodelle abbilden, um daraus eben einen Brabus Masterpiece-Konfigurator zu machen. Das hat insgesamt, sind wir auf der Reise jetzt seit fast 5 Jahren unterwegs und inzwischen haben wir, glaube ich, irgendwie knappe 23, 24 Millionen Permutationen in dem Konfigurator drin. Wäre gerade meine Frage gewesen, ob man sehen kann, wie oft da ein Auto schon drin konfiguriert wurde. Ja, da müsste ich jetzt nachfragen, aber sozusagen die Möglichkeiten, Einzelkonfigurationen zu erzeugen, indem du eine Naht änderst, indem du Farben änderst. Nee, ich meinte, ob man sehen kann, wie viele Leute sich da ein Auto schon konfiguriert haben. Das ist in dem Fall heute ein Konfigurator, den wir erst dann einsetzen, wenn du tatsächlich mit uns Kontakt aufgenommen hast, um ein Auto zu bauen. Weil das Ding echt, wir können das inzwischen remote machen, also heute kriegst du das auch aufs Handy gebeamt, ist by the way auch so ein Thema, was vor Corona überhaupt nicht klar war. Ne, sondern es ist wieder ein Thema, wo ich gesagt habe, Leute, wir müssen in das Thema darstellen. Ich möchte, dass wir mit unseren Kunden uns zusammensetzen können, um Fahrzeuge visuell konfigurieren zu können und dass die Leute auch was mitnehmen und sich auf das Thema, auf das Auto auch freuen können. Da war immer ein riesen Gaming-Rechner dahinter. Und erst durch Corona und das, was dann mit Zoom und WebEx und GoToMeeting und allen anderen Videotelefoniediensten passiert ist, ist dazu gekommen, dass wir es überhaupt heute international auch mit unseren Händlern direkt zum Kunden nach Hause bieten können. Willst du Kaffee? Ich will einen Kaffee. Ja. Dann jetzt geben wir uns erstmal Kaffee.
spannendes Thema, das bei dir ja immer wieder auftaucht, ist das Thema Motorsport. Wieso, was genau, warum? Also eigentlich fange ich gerade erst damit an. Wir haben vor 2-3 Jahren habe ich für Grip mal unseren sogenannten Obergolf gebaut. Ich hatte die Vision, das Auto genauso wieder für die Straße fertig zu machen, wie das alte Auto auch war. Cruisen oder Vollgas? Cruisen. Oldschool oder New School? Oldschool.